Gesundheit braucht Verstand. Wir sprechen heute über Reflux, Sodbrennen, Brennen in der Speiseröhre. Du nimmst Medikamente dagegen schon seit Jahren, Protonenpumpenhemmer, Omeprazol, Pantoprazol. Dann merkst du vielleicht nicht mehr ganz so viel davon. Die Symptome werden besser. Das Problem wird schlimmer, nicht besser. Und ich sage dir heute, warum das so ist und was die eigentlichen Ursachen sind. Und zwar Ursachen, mit denen sich so leicht niemand beschäftigt. Sie sind nämlich gar nicht da unten, sondern sie sind oben. Was sagt man dir normalerweise? Dein Mageneingang schließt nicht richtig, Säure steigt hoch, sie brennt in der Speiseröhre und die Lösung? Die Säure hemmen. Klingt logisch. Ist es aber nicht. Denn die Magensäure ist nicht das Problem, sie ist die Folge des Problems. Wenn du die Säure reduzierst, behandelst du das Symptom. Aber die Ursache, warum der Verschluss nicht funktioniert, die bleibt. Und es kommt noch viel schlimmer. Ohne ausreichende Magensäure verdaust du schlechter. Du entwickelst mehr Unverträglichkeiten und mehr Allergien. Und die Studien dazu, die sind eindeutig. Und es gibt sogar eine Ironie. Eine Studie im British Medical Journal zeigt, dass Curcumin gleiche Wirkungen hat wie Omeprazol. Und sogar ohne die Risiken für brüchige Knochen, ohne vermehrte Infektanfälligkeit und ohne die Verdauungsprobleme, die ich gerade schon erwähnt habe, die von den Medikamenten ausgelöst werden. Aber auch Curcumin behandelt nur das Symptom und bei aller besseren Verträglichkeit ändert es nichts an den Ursachen. Also, was ist dann die eigentliche Ursache? Um das zu verstehen, musst du erstmal wissen, es gibt in der Speiseröhre nicht nur einen Verschluss, sondern es gibt drei. Also zunächst mal ist die Speiseröhre da verschlossen, wo sie anfängt. Das ist gleich hier oben im Rachenraum, wo die Speise in die Speiseröhre eintritt. Und der zweite Verschluss ist natürlich am anderen Ende, da wo die Speiseröhre in den Magen eintritt. Aber dazwischen gibt es noch einen dritten Verschluss. Das ist eine Schlinge an der Stelle, wo unsere Speiseröhre durch unseren großen Atemmuskel durchdringen muss, um überhaupt zum Magen hinzukommen. Und jeder dieser drei Verschlüsse kann auf seine eigene Art Probleme machen. Beim unteren Verschluss kann es sein, dass damit natürlich auch Magensäure oder die Dämpfe der Magensäure mit in die Speiseröhre gelangen. Und beim mittleren Verschluss, wenn der Hiatus die Speiseröhre an der Stelle, wo sie das Zwerchfell trinkt, nicht richtig festhält, dann kann die hin und her rutschen, rauf und runter rutschen. Es können sogar Anteile von Magen in den Brustbereich hineinrutschen. Und beim oberen, man nennt das gastrisches Aufstoßen, das passiert, wenn wir zu viel Luft schlucken. Die bleibt eigentlich in unserer Speiseröhre stecken, die geht gar nicht bis zum Magen. Und genau hier liegt das eigentliche Problem. Alle drei werden vom selben Nerv angesteuert. Und genau da kommt wieder der Vagusnerv ins Spiel. Das ist nämlich der hauptzuständige Nerv, der aus unserem Magenbereich Informationen zu unserem Gehirn sendet. Und da gibt es so eine Art Schaltkasten in unserem Hirnstamm, der dafür sorgt, dass jetzt etwas eingeleitet wird, was von dieser Information, die aus dem Magen kommt, abhängig ist. Es kommt noch so ein Kuriosum. Es gibt ja Menschen, die haben auch Atemaussetzer im Schlaf. Schlafapnoe, habe ich mehrere Videos zu gemacht. 60-70% der Menschen, die solche Atemaussetzer im Schlaf haben, sind auch tatsächlich von Reflux betroffen. Und das ist absolut kein Zufall. Ihr seht selber oder versteht selber, dass es hier einen engen Zusammenhang zwischen der Atmung und der Verschlussfunktion in der Speiseröhre geben muss. Das hat aber auch damit zu tun, dass natürlich durch die Atemaussetzer im Schlaf das ausgeglichene Verhältnis zwischen Sympathikus und Parasympathikus, also unseren Angriffsnervensystem und unserem Ausruhnervensystem, dass das in ein grobes Missverhältnis gerät. Und genau das steuert ja auch die Funktion in unserem Magen, in der Speiseröhre und so weiter. Der Informationsaustausch funktioniert einfach schlechter. Eine andere Studie, bei der künstlich der Vagusnerv von außen stimuliert wurde,
hat auch gezeigt, aha, es bessert sich die Refluxproblematik, wenn der Vagusnerv Informationen bekommt. Ich bin aber der Meinung, er braucht nicht irgendwelche Informationen, weil sie künstlich stimuliert sind. Er braucht die richtigen Informationen. Und die haben damit zu tun, wie ich schlucke, wie ich atme. Fassen wir kurz zusammen. Reflux ist kein Säureproblem, sondern ein Steuerungsproblem über Nerveninformationen. Der Vagusnerv nimmt sich seine Informationen direkt von den unteren Verschlüssen und sendet die zum Gehirn. Und der obere Verschluss der Speiseröhre steht in engem Zusammenhang mit unserem Schluckmechanismus. Und der Informationsfluss im Vagusnerv wird dadurch gestört, dass Fehlfunktionen anliegen und die fangen bereits im Mund- und Rachenraum an und dehnen sich bis in den Magenbereich aus. Und jetzt zeige ich dir, welche 3 Funktionen da eine zentrale Rolle spielen und wie du sie korrigieren kannst, wenn bei dir Reflux auftritt. Behandlung ohne Medikamente und ohne Operation. Es gibt 3 Basisfunktionen, die von Geburt an richtig sind, aber sich im Laufe des Lebens, meistens schon unmittelbar nach der Geburt in frühester Kindheit, schon verstellen können. Wir haben mehrfach das Schlucken schon erwähnt und das ist schon mal die Basisfunktion Nummer 1. Beim Schlucken kann man erwähnen, dass wir sehr, sehr häufig auch schlucken, etwa 1500 bis 2000 Mal am Tag. Das heißt, 1500 bis 2000 Mal wird ein Einfluss, eine Information weitergeleitet in unserer Speiseröhre bis zum Magen. Falsche Schluckbewegung bedeutet, ich kriege es gar nicht mit einmal runtergeschluckt, muss mehrfach nachschlucken und so weiter und so weiter. Also ich habe einen falschen Ablauf beim Schlucken und dadurch eine völlig verstellte, veränderte Information, die den Reflux nahezu provoziert. Und bei der Atmung, wenn du durch den Mund atmest, hast du gesundheitliche Probleme und eins davon ist, dass unser parasympathisches Nervensystem kaum zum Tragen kommt. Das heißt, unser Angriffssystem, was immer damit darum bemüht ist, mit dieser falschen Atmung durch den Mund zurechtzukommen, ist ständig aktiv. Und das belastet natürlich die Information auf dem Vagusnerv. Und da haben wir wieder falsche Reaktion, falsche Steuerung aus unserem Hirnstamm heraus. Ich habe aber von 3 Funktionen gesprochen und jetzt kommt die 3. Funktion, die auch sehr wichtig ist und auch von früher Kindheit an schon sehr wichtig ist. Das ist nämlich die Balance des Kopfes. Bei einer veränderten Kopfhaltung, bei einer unnatürlichen Kopfhaltung, wo ganz viele Spannungen sich aufbauen im Körper, wird der Vagusnerv auch fehlinformiert und es kommt hinzu, dass wir das Organsystem ohnehin stark belasten, weil es hat gar keinen Platz, richtig zu arbeiten und sich richtig zu entfalten. Und diese 3 Funktionen, die ich euch gerade genannt habe, die bedingen sich gegenseitig. Das heißt, sie assistieren sich untereinander. Und wenn eine nicht richtig funktioniert, funktionieren die anderen auch nicht richtig. Und man kann davon ausgehen, dass das genau bei Refluxpatienten der Fall ist. Was solltest du also dagegen tun? Weiterhin Pillen schlucken? Säure unterdrücken, das Symptom behandeln und die Ursachen ignorieren und mit dadurch ausgelösten Verschleißfunktionen leben, die überall im Körper übrigens auftreten können. Also nehmen wir besser die Option 2, Basisfunktionen trainieren, den Vagusnerv wieder richtig ansteuern und damit die Sphinkterfunktion, die Verschlussfunktion wieder stärken. Dafür, natürlich auch für andere Zwecke noch, haben wir die Faceformer Trainingstherapie entwickelt. Mit der Faceformer Therapie werden alle 3 Funktionen gleichzeitig trainiert. Korrekte Schluckbewegungen mit Ansteuerung des Zungenreferenzmusters und Unterdruckbildung im Mund- und Rachenraum. Die Atmung durch die Nase, parasympathisches Nervensystem aktiv und der Vagusnerv richtig angesteuert. Aufrechte Kopfhaltung, keine Belastung des Vagusnervs, keine Belastung der Organe und Einstellung und Aktivierung des gesamten Mund- und Rachenraums. Das Training ist einfach, 2 bis 3 Mal täglich, nur wenige Minuten. Darüber hinaus gibt es noch eine kostenlose App, die man zum Training nutzen kann, weil sie genau anleitet, was zu tun ist und alles so erklärt, wie es verständlich vermittelt werden muss.
Man bekommt also das Problem in den Griff nicht, weil die Säure weg ist, sondern weil Informationen im Nervensystem die Verschlüsse wieder so regulieren, wie es sein muss. Fassen wir nochmal zusammen, Reflux ist kein Säureproblem, sondern ein Steuerungsproblem über Nerveninformationen. Im Wesentlichen nimmt der Vagusnerv die Informationen auf, transportiert sie zu unserem Gehirn und im Hirnstamm gibt es Schaltsysteme, die genau das Richtige einstellen. 60-76% der Schlafapnoe-Patienten haben Reflux. Und warum? Weil es eine ähnliche Ursache hat. 3 Basisfunktionen beeinflussen maßgeblich den Vagusnerv: Schlucken, Atmung und Kopfbalance. Und das Training dieser Funktionen kann die Ursachen von Reflux maßgeblich positiv beeinflussen. Medikamente wie Protonenpumpenhemmer haben ihren Platz, aber nur in akuten Situationen, nicht als Dauermedikation. Und wenn du die tatsächlich schon lange genommen hast und das Problem ist immer wieder präsent, dann ist es Zeit, was anderes zu machen und endlich an die Ursachen zu gehen. Fang mit dem Training an, gib deinem Körper ein paar Wochen und beobachte, was nach und nach passiert. Du musst nicht für immer Tabletten schlucken. Du kannst deinem Körper beibringen, wie er funktionieren muss. Und zwar genau so, wie er es eigentlich soll. Gesundheit braucht Verstand. Schreibt eure Erfahrungen in die Kommentare, besonders wenn ihr schon lange mit Reflux kämpft. Gebt dem Video unbedingt einen Daumen hoch und abonniert den Kanal für weitere wichtige Gesundheitsinformationen, die ihr nicht überall hört. Dann bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, Reflux beginnt nicht im Magen, sondern weiter oben. Tschüss für heute.